Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Pressekonferenz Grand Est. Ist vielleicht noch ein Mysterium, aber nach dieser Veranstaltung wird sie es nicht mehr sein. Ich darf Ihnen ganz kurz meine Referenten und Referentin vorstellen. Vor allem der Erste, der gar nicht da ist, ist der Peter Bundermaker. Der hat sich entschuldigt. Er ist der stellvertretende Direktor von der Agence Régionale du Tourisme, also der Tourismusdirektor von Grand Est. Er ist leider ein Opfer des Streiks der französischen Eisenbahner geworden und der Schnee hat auch nicht wirklich geholfen. Er lässt sich entschuldigen und ist beim nächsten Mal sicher dabei. Deshalb bin ich sehr froh, dass Monika Fritsch heute da ist und die Trikolore hochhält. Frau Fritsch ist die Leiterin für Presse und Web-Editorial bei Atout France und wird uns dann aus Sicht von Atout France ein bisschen was zu unserem Thema berichten. Ich freue mich besonders, dass Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, heute bei uns zu Gast ist und natürlich auch Hans-Jörg Meyer, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Last but not least, Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, an den ich jetzt das Wort übergebe. Bitte schön. Achso, vielleicht nur 2 Sätze, worum es geht eigentlich. Ne? Ja, wir treffen uns heute im Rahmen des großen Wortes der Völkerverständigung. Wir haben 3 Bausteine heute, die wir sukzessive jetzt alle vorstellen werden. Und der erste Baustein ist die Pressekonferenz Grand Est. Jetzt, Herr von Vacano, bitte schön. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wir kommen gerade von einem fantastischen Netzwerktreffen, von dem ich vielleicht dann auch kurz berichten darf. Ich will kurz die Entstehungsgeschichte eigentlich auch dieser Pressekonferenz erklären. Und zwar können sich ja bestimmt alle auch noch erinnern, im Frühjahr 2022, es begann der Ukraine-Krieg, Gasmangellage, Deindustrialisierung waren Themen. Für die Messe war es übrigens noch richtig schlimm, weil wir waren im Lockdown. Wir hatten gerade die CMT abgesagt. Ich hatte viele Telefonate mit dem Herrn Meyer, wie wir das denn machen, weil das war alles kurzfristig und unerwartet. Also sprich, die Stimmungslage, die war wirklich am Boden. Ich kann nicht sagen, bei uns bei der Messe war sie richtig am Boden. Und irgendwann ist es dann eine Entscheidung, willst du die ganze Zeit nur über negative Dinge reden oder wie machen wir denn eigentlich gemeinsam weiter? Und da bin ich sehr dankbar dem Staatssekretär Patrick Rapp, dass wir immer wieder Themen gefunden haben, die gut sind. Ja? Und wir haben es geschafft, im Laufe des Jahres viele neue, gute Themen zu finden, die wir hier auf der Messe spielen wollen und jetzt auch gespielt haben. Bitte nicht falsch verstehen, aber das war ein bisschen wie eine Therapie für uns auch. Weil in dem Moment, wo du wieder an positiven Dingen arbeitest, wir haben gestern zum Beispiel die Tourismushelden ausgezeichnet, dann wird es wieder gut. Ja? Auch im Freundeskreis, da berichtet man über gute Dinge, was man Positives macht, was besser wird. Und so haben wir uns dann auch dran gemacht, also Stichwort Ukraine-Krieg, will das auch ehrlich sagen. Wir hatten vor 2 Jahren noch Gespräche, Russland als Partnerland auf der CMT begrüßen zu dürfen. Die waren sehr weit, diese Gespräche. So, und wir haben gesagt, was können wir denn als CMT tun in der jetzigen Situation? Und das sind eigentlich 2 ganz große Themen, die wir spielen wollen und die wir auch spielen und gespielt haben. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Und zum anderen ist es das Thema Völkerverständigung. Und zum Thema Völkerverständigung, ist ja auch ein schwieriges Wort, um das auch mal ehrlich zu sagen, haben wir eine ganz tolle Veranstaltung heute Nachmittag. Wir vergeben den Award für Völkerverständigung, haben da ganz viele Einreichungen auch bekommen. Und dann kam der Herr Dr. Patrick Rapp und hat über die Baden-Württemberg Grand Est-Strategie berichtet, nämlich die Bestrebung von Baden-Württemberg, dass wir noch enger mit der Region Grand Est zusammenarbeiten. Und dann muss man mal sagen, wenn wir über Völkerverständigung reden, dann ist die deutsch-französische Freundschaft ja einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht selbstverständlich und die muss auch immer wieder weiter gestärkt werden. Und das war dann unsere gemeinsame Idee, nämlich, dass wir Akteure zusammenbringen,
die hier eine Rolle spielen, die hier weiter daran arbeiten wollen und können, dass wir hier ein Netzwerktreffen planen. Das hatten wir gerade und das war fantastisch. Da kamen richtig tolle neue Ideen. Und wir wollen auch über diese Freundschaft sprechen und das machen wir heute. Und deshalb begrüße ich Sie alle hier zur Pressekonferenz zum Thema Deutschland, Frankreich, Grand Est, Baden-Württemberg und darf dann das Wort vielleicht an dich weitergeben, Axel. Sehr gerne. Ich glaube, ohne jetzt Frau Fritsch was vorwegzunehmen, ich glaube, wir sollten doch ganz kurz erklären, was Grand Est ist. Ich darf es kurz erklären, Sie gehen ja eh noch in die Tiefe. Grand Est, Sie korrigieren mich, ist eine relativ neue Region, zusammengesetzt aus dem Elsass, Lothringen und der Champagne-Ardenne. Das ist nur, vielleicht wäre es ganz günstig. Ne? Wunderbar. Vielen Dank, Herr von Vaccano. Herr Dr. Rapp, wir haben es gerade gehört, ein gutes Auskommen mit dem Nachbarn, mit dem direkten Nachbarn, war schon immer ein wichtiges Ziel, vor allem wenn wir jetzt gerade die aktuellen Umstände betrachten im Osten von uns. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und der Region Grand Est? Ja, das ist eine interessante Frage. Da wird jetzt wahrscheinlich der Nachmittag nicht ausreichen, um das in der Bandbreite aufzuzählen. Aber die Verbindungen zwischen damals der Region Alsace und jetzt Grand Est und Baden-Württemberg reichen ja weit zurück bis eigentlich kurz nach der Unterzeichnung oder kurz vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, übrigens in 4 Tagen vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963. Man hat versucht, die Menschen wieder zusammenzubringen, hat es auf unterschiedliche Ebenen gemacht und natürlich auch im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Kultur, des gemeinsamen Austausches der Wissenschaft. Und es ist auch klar, es können die politisch Gestaltenden viel vereinbaren und viel festschreiben in irgendwelchen gemeinsamen Verträgen, wenn es nicht umgesetzt wird, wenn es nicht irgendwo auch handhabbar, greifbar, erfahrbar gemacht wird, dann wird es nicht funktionieren. Deswegen war das eigentlich eine Entwicklung für Baden-Württemberg, die schon relativ lange, also fast 60 Jahre jetzt zurückreicht, dass man versucht hat, hier dieses Miteinander an unterschiedlichen Stellen auch zu stärken. Und jetzt blende ich auf die jetzige Zeit, das war im vergangenen Jahr, Guido von Vaccano hat es angesprochen, plötzlich mussten wir uns damit auseinandersetzen, dass keine 2,5 Flugstunden von hier ein Krieg begonnen hat. Und es war auch klar, welche Auswirkungen auch davor in der Pandemie wir schon erlebt haben, mit Blick auf Lieferketten, mit Blick auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich gehe jetzt mal in Richtung China kurz vom Blickwinkel her, dass es wichtig sein wird, Europa neu zu denken, neue alte Verbindungen wieder viel stärker in den Fokus zu nehmen. Und dann war es so, dass wir im vergangenen März Ministerpräsident Kretschmann und einige Kabinettsmitglieder, wir waren in Straßburg zu den jährlich stattfindenden Konsultationen zwischen der Region Grand Est und Baden-Württemberg. Und da haben wir auch gesehen, dass der Bereich Tourismus ein sehr wichtiger und verbindender Bereich ist. Denn die Gäste, die nach Baden-Württemberg kommen, in den Schwarzwald kommen, ins Rheintal kommen oder ins Elsass kommen, vor allen Dingen die ausländischen, für die ist die Grenze, die Gemarkungsgrenze zwischen Baden-Württemberg und Frankreich völlig unerheblich. Für die ist das ein Erlebnisraum, da wird später vielleicht Hans-Jörg Meyer noch drauf eingehen. Und deswegen war es uns eigentlich ganz wichtig, hier in diesem Bereich das Miteinander zu stärken. Zum einen die Betriebe untereinander, zum einen aber auch der Austausch der Mitarbeitenden auf beiden Seiten des Rheins und des sich näher Kennenlernens, des Austauschens eben im Tourismusbereich. Da reden wir viel über Kulinarik, über Kultur und Kunst, all diese Dinge etwas mehr in den Vordergrund zu stellen. Und so kam es auch dazu, dass wir diese Konstellation jetzt aufbauen und, um es abzuschließen, Zusammenarbeit auf den Ebenen, die ich zumindest auch einsehen kann. Ich wohne selber an der Rheinschiene in der Nähe von Freiburg, muss ich sagen, die funktioniert auf den unterschiedlichsten und teilweise kuriosesten Ebenen sehr gut über die Grenze hinweg. Wenn es gleich dazu ist, gerne, ja.
Also es ist folgendermaßen, tatsächlich diese 4 Motoren Europas, die damals von Lothar Späth eigentlich aus der Taufe gehoben wurde, da ging es ja darum, die 4 wirtschaftsstärksten Regionen Europas in Brüssel hörbar zu machen. Und zwar zunächst mal abseits von dem, was die offiziellen Länderhauptstädte in Brüssel auch bewegen können, mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Diese 4 Motoren, bestehend aus Auvergne-Rhône-Alpes, Sie haben es gesagt, Lombardei, dann Katalonien in Spanien und eben Baden-Württemberg, haben zunehmend an Bedeutung verloren über mehrere Jahre. Das ist, ich möchte sogar sagen, ein bisschen eingeschlafen. Jetzt ist es aber so, seit 1,5 Jahren schon, also in der Folge auch der Corona-Pandemie mit all den Ausfällen an Lieferketten und was wir alles erlebt haben, hat man sich besinnt und hat gesagt, Menschenskind, wir müssen dieses Europa wieder stark machen und neu denken, wir wollen das wieder beleben. Und seit 1,5 Jahren sind wir eigentlich dran, hier wieder verstärkt Schwerpunkte zu setzen in unterschiedlichen Ebenen der Zusammenarbeit. Es geht jetzt weit über nur Interessenbekundung in Brüssel hinaus, sondern in einem Verschränken von Wirtschaft, Wissenschaft, alles, was eigentlich dazugehört in diesen klassischen Kernbereich. Baden-Württemberg hat ab diesem Jahr, die offizielle Übergabe wird im März stattfinden. Die Präsidentschaft, sprich MP Kretschmann, wird dann die Präsidentschaft haben für die 4 Motoren. Aktuell liegt sie bei der Auvergne-Rhône-Alpes. Im Jahr davor war sie bei den Kolleginnen und Kollegen in Spanien. Nächstes Jahr 24 geht es in die Lombardei und wir haben enorm viel, ich glaube um die 40 Einzelveranstaltungen geplant, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit der Messe Stuttgart. Um hier neues Leben und ganz neue Stränge aufzubauen. Also es wächst wieder und uns ist es von Seiten der Landesregierung enorm wichtig, in diesem Bereich viel stärker wieder tätig zu sein. Danke für die Frage. Sie haben im Anschluss an unser Gespräch dann auch noch jede Menge Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zurück zum Tourismus, Herr Dr. Rapp. Wir haben jetzt am Montag erfahren, wie wichtig der Tourismus in Baden-Württemberg für die Wirtschaft hier ist beim Tourismustag. Welche Rolle spielt er denn in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Ja, auch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine enorm wichtige Rolle. Zum einen, Reisen bildet, verbindet. Das heißt, aus Gästesicht ist es schon mal ganz wichtig, diesen Erlebnisraum Elsass auf der einen Seite, Grand Est und auf der anderen Seite Schwarzwald und die angrenzenden Ferienregionen zu verbinden, als eines darzustellen. Zum Zweiten ist es für uns auch sehr wichtig, mit Blick auf den Austausch von Mitarbeitenden, auch was den Ausbildungsmarkt angeht, hier ganz neue Schwerpunkte zu setzen. Übrigens, man muss das mal auch ein Stück weit gelöst betrachten von dem, was wir jetzt normalerweise unterstellen. Da geht es jetzt um die Mitarbeitenden im Bereich Gastro, Beherbergung, Hotellerie, alles, was wir so kennen. Das geht weit darüber hinaus, denn wir haben festgestellt, auch deutschlandweit, in den touristisch bekannten Regionen, die mit vielen Attributen auch gespickt sind, also auch Freizeitwert, aber auch das Vorhandensein von Infrastruktur und so weiter, ist es wesentlich leichter, an Fachkräfte, an neue Mitarbeitende zu kommen. Und auch das wollen wir uns gegenseitig jeweils zuspielen und wollen uns da gegenseitig unterstützen. Also das ist wirklich ein Stück gelebtes Europa, übrigens bis hin zur Frage Integration. Wie können wir hier miteinander? Ich bin im Nebenamt Präsident des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Wir haben tatsächlich im Badischen Landesteil enge Kooperationen mit Orchestern und Kapellen auf der elsässischen Seite. Auch die Verbände arbeiten zusammen, um hier einen Austausch zu kriegen. Auch die Jugend viel stärker aneinander zu binden und neue Wege zu finden. Und auch das funktioniert zunehmend besser und zeigt sich jetzt auch von der aktuellen Situation, die wir haben mit Krieg in Europa, dass das tatsächlich zu einem anderen Bewusstsein führt. Wo sind aus Ihrer Sicht noch Potenziale für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Grand Est? Und warum braucht es eine weitere Vernetzung der Tourismusakteure, wenn es doch bereits bestehende Projekte gibt? Und nichts ist so gut, dass man sich besser machen kann. Also zum einen, klar, unser Umfeld verändert sich und man sagt gemeinhin immer, nichts ist beständiger als der Wandel. Das heißt, sich neu erfinden, neue Wege suchen, stärkt uns ja auf jeder Ebene. Kann ich Ihnen mal ein Beispiel nehmen aus dem vergangenen Jahr? Wir saßen zusammen mit den IHK-Vertretern oder Handelskammervertretern von Grand Est. Es waren auch die Kollegen aus der Schweiz dabei, Basel-Land, Basel-Stadt. Es waren die 2
grenznahen IHK auf der deutschen Seite dabei. Und uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel in dem Bereich, in dem man sich zwar auch trifft, im Austausch Zulieferer und die ganzen Business-to-Business-Beziehungen, dass man sich von weitem vielleicht kennt, aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, was jeweils die Firma im Nachbarland macht. Und es gab die kuriose Situation, dass sich viele beklagt haben über fehlende Zulieferteile aus dem asiatischen Raum, weil man sich da in den letzten 15, 20 Jahren maximal auch fokussiert hat, aus vielen Gründen. Und stellt jetzt fest, dass diese Teile so nicht zu kriegen sind. Und merkt aber eigentlich 20 Kilometer über den Rhein, egal von welcher Seite Sie gucken, da wäre ja auch so eine Firma, die das liefern kann, die eigentlich hier in die Partnerschaft gehen kann. Und dann haben wir im November des vergangenen Jahres ein erstes Matching-Event unter der Federführung unseres Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg organisiert und haben zusammen mit den 3 Regionen, also sprich die Nordschweiz, dann Grand Est und Baden-Württemberg, so ein Unternehmer-Matching gemacht, um mal aufzuzeigen und die Möglichkeit zu bieten, die Plattform zu geben. Was haben wir denn jeweils 20, 30 Kilometer voneinander entfernt und müssen es nicht aus dem asiatischen Raum mit all diesen Unsicherheiten und Fragilitäten machen. Und das war so ein Auftakt, ein erster Erfolg, dass man wieder das neue Bewusstsein kriegt. Und ich halte es für absolut gescheit. Auch übrigens mit Blick auf die Frage Klimarelevanz, Ressourcen aber auch Austausch Mitarbeiter untereinander, Austausch Technik untereinander. Wir müssen auch im Bereich der Wissenschaft, wir haben den Europäischen Forschungsverbund mit Straßburg, Karlsruhe, Freiburg und der Basler Universität, wo wir sagen, wir müssen nicht an jeder Stelle, an jedem Wissenschaftsstandard die Dinge neu erfinden. Wir müssen die Kräfte bündeln, um schlagkräftig zu sein, auch mit Blick auf globale Herausforderungen. Gerade im Bereich Wasserstoff, da hat sich jetzt mittlerweile ein ganz neues Netzwerk gegründet, sind wir ab vom Tourismus. Aber all das sind die Dinge, die wir hier verknüpfen und verbinden. Unser Ziel ist es, eine ganzheitliche Betrachtung zu machen und nicht eine Rosinenpickerei, was gerade gut aussieht oder was gerade gut läuft, sondern das Ganze auf viel breitere Schienen zu stellen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen im Elsass wirklich ein hervorragendes Miteinander haben und dass wir im Tourismus bereits schon bestehende Stränge eigentlich nur noch vernetzen mussten und ein bisschen stärker aufeinander zubewegen mussten. Und das wird auf beiden Seiten sehr positiv gesehen. Dann haben wir ja den Schwarzwald auf der einen Rheinseite, die Vogesen auf der anderen. Wir haben tolle Touristenmagnete wie Straßburg und Freiburg im Breisgau. Sie haben es gerade selber erwähnt, Herr Dr. Rapp, Sie wohnen ja in der Region, nicht weit weg. Vielleicht noch Ihre persönliche Meinung. Was sind denn Ihre Lieblingsausflugsziele in der Region Oberrhein und was sollten die Besucherinnen und Besucher auf jeden Fall anschauen? Jetzt muss ich natürlich den Diplomaten ausgraben. Wenn ich jetzt irgendwas nehme, was besonders hervorhebenswert ist, dann sagen die anderen 50 nebendran, hey du Double, warum hast du jetzt das nicht noch? Ja, also insofern werde ich mich jetzt nicht auf einen Bereich versteifen. Ich glaube, auf beiden Seiten des Rheins ist es die Vielfalt und die Möglichkeit, unterschiedlichste Dinge zu kombinieren. Das, was reizvoll ist. Und da können Sie jetzt kulturelle Dinge nehmen. Ich erwähne jetzt einfach mal ganz völlig neutral Hartmannsweiler Kopf mit einer wahnsinnigen Geschichte dahinter, da brauche ich nichts drüber zu sagen. Aber nehmen Sie die Landschaft, nehmen Sie Kulinarik mit dazu, auch wie gesagt im Kunstbereich und diese Vielfalt und auch die Möglichkeit, dieses zu vernetzen. Ich sage jetzt nur mal auf der einen Seite der Weinbau, auf der anderen Seite mit der Champagne. Auch nochmal ein ganz besonderes Gebiet. Da gibt es so viele Dinge. Ich glaube, man kann sich nicht auf eines festlegen. Es kommt vielleicht sogar auf die Tageslaune an. Sie wollen eine tolle alte Stadt sehen, dann gehen Sie entweder nach Freiburg oder nach Straßburg. Sie wollen am Rhein entlang, dann ist es gerade egal, auf welcher Seite Sie unterwegs sind. Und so gibt es eine Bandbreite, die man sonst eigentlich ziemlich suchen muss, um sowas zu erleben zu dürfen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Rapp. Ich frage dann gleich noch bei Ihren Nebensitzern nach. Die sind vielleicht nicht zu fangen, ne? Aber wir werden sehen. Frau Fritsch, wir haben jetzt viel von der deutsch-französischen Freundschaft gehört. Das Stichwort Élysée-Verträge ist schon gefallen. Nehmen Sie uns doch ganz kurz mit in einen kleinen Historienausflug, was bisher geschah. Ja, ich würde sagen, das Thema deutsch-französische Freundschaft, das ist für mich der ganz normale Arbeitsalltag. Das ist, was wir in unserem gemischten Büro in Frankfurt tatsächlich jeden Tag erleben. Also wir haben ein Team von ungefähr 15 Leuten. Wir sind 1/3 Deutsche, 2/3 Franzosen ungefähr.
Und wir sind natürlich auch im regelmäßigen Austausch mit unseren Kollegen in ganz Frankreich, in den Überseegebieten und auch sehr, sehr oft in Grand Est, einfach durch die Nähe, weil das sehr viele Anfragen für uns auch bedeutet. Ja, Élysée-Vertrag ist schon gefallen als Stichwort. Wir haben auch jahrelang zu dem Thema Gedenktourismus viele Aktionen gemacht. 100 Jahre Erster Weltkrieg, das war für uns ein ganz großes Thema, wo wir nicht nur die allein touristisch arbeitenden Journalisten hatten, sondern auch die Historiker in den Regionen. Es ging in andere Ressorts, das haben wir über Jahre bearbeitet als Thema und das hat sehr, sehr spannende Erkenntnisse auch gebracht. In einem etwas größeren Rahmen haben wir auch eine Kooperation, also wir, Atout France, mit der Deutschen Zentrale für Tourismus. Wir sind ja eigentlich die Entsprechung der DZT für Frankreich. Das heißt, wir machen auf den Auslandsmärkten die Werbung für das Reiseland Frankreich. Und wir haben einen Kooperationsvertrag mit der DZT, der regelmäßig erneuert wird, wo wir versuchen, gemeinsam Deutsche und Franzosen auf Reisen zu schicken. Wir haben das schon gemacht mit Radiojournalisten, wo dann jeweils eine Station in Deutschland ausgesucht wird, eine Station in Frankreich. Und es geht um das gemeinsame Erleben und auch das Kennenlernen des anderen. Und da hatten wir tatsächlich die Region Grand Est auch im Jahr 2018 in der Kombination mit Karlsruhe auf dem Programm. Partner bei der Aktion ist dann auch die Deutsche Bahn, um einfach auch die gute Erreichbarkeit der Städte untereinander zu zeigen. Noch ein Nebensatz dazu. Zusammen mit der DZT hatten Sie auch ein gemeinsames Projekt eingereicht für den Award vom Co-Touristik heute Abend. Sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Vielleicht noch ganz kurz mal zu Grand Est. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, welche Regionen da drunter fallen. Was machen denn diese 3 Regionen aus Sicht von Atout France aus? Ja, man muss zunächst den Begriff Grand Est erklären und immer wieder auch in Erinnerung rufen. Das ist tatsächlich ein Name, der sich noch nicht so eingeprägt hat. Man hat immer noch die alten Regionalnamen im Kopf. Elsass mit den Städten Straßburg, Colmar, Mulhouse. Dann die Region Champagne-Ardenne mit der Champagner-Hauptstadt Reims und Troyes, der Fachwerkstatt. Und dann Lothringen, was so als Region immer ein bisschen hinten rüber fiel, weil man ja das Vorurteil hat, dass die Region relativ unspannend ist. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Destination für Aktivurlaub und auch für Städtetourismus mit den Städten Metz und Nancy. Nancy allein bekannt für das Thema Jugendstil. Die 3 alten Regionen haben sich zusammengeschlossen zu der neuen Region Grand Est und das kann man sich auch nicht so ganz konfliktfrei vorstellen, weil es waren unabhängig voneinander arbeitende Institutionen, die sich wohl kannten, die ihre Netzwerke hatten, sich auch regelmäßig getroffen haben, aber plötzlich wurden dann auch die Kollegen ganz konkret im Büroalltag zusammengewürfelt und mussten plötzlich miteinander auskommen und das hat ganz normal eine Weile gedauert, aber ich glaube, jetzt sind die Strukturen wirklich gut gefunden und jeder hat so auch seine Stärken für sich definiert. Neben dem Tourismusverband der Region Grand Est gibt es aber natürlich auf der Ebene der Departements weitere touristische Institutionen, die ihre Werbung machen für ihre eigene Region. Alsace Destination Tourisme nur als ein Beispiel. Das sind, denke ich, auch die Partner, die Sie hier auf der CMT dann begrüßen können. Genau, die waren bei uns auf der Fahrrad- und Wanderreisen sehr erfolgreich tätig. Der Staatssekretär hat es ja schon erwähnt, die wirtschaftliche Bedeutung auch des Tourismus. Wie sieht es in der Region Grand Est damit aus? Kommen viele deutsche Touristinnen und Touristen zu Ihnen? Wie schätzen Sie das ein? Da hat der Kollege Peter Bondermarke mir ganz kurz heute Morgen noch die Zahlen durchgegeben, was die Besucher angeht. Es sind tatsächlich 1.634.000 Nächte, die wir 2019 hatten, also vor der Corona-Pandemie. Die Zahlen sind im Moment noch nicht ganz erreicht, aber es ist natürlich die große Nähe der beiden Regionen, die einen enormen Reiz ausmacht. Die Entfernungen habe ich mir mal rausgeschrieben. Stuttgart-Straßburg, wenn Sie das Auto nehmen, hätten Sie 2 Stunden und sind vor Ort. Mit dem Zug geht es noch schneller, in 1,5 Stunden. Es gibt ganz intensiven Reiseverkehr über die Grenzen. Gerade jetzt ist die Weihnachtszeit vorbeigegangen. Die Weihnachtsmärkte sind ein großer Anziehungspunkt in den elsässischen Städten und Dörfern. Vor allen Dingen auch, weil sie länger gehen in Frankreich als in Deutschland. Die sind nicht mit den Weihnachtstagen wirklich zu Ende, sondern gehen bis zum Jahresende. Die Deutschen und auch deutsche Journalisten, die will ich da gar nicht ausnehmen, fahren vielfach ins Elsass, um dort einkaufen zu gehen.
Die Supermärkte sind ein ganz großer Anziehungspunkt, genauso wie die deutschen Gäste mittlerweile die Franzosen andersrum. Die Franzosen fahren sehr viel zum Essen nach Deutschland, weil die Küche sich sehr entwickelt hat auf der deutschen Seite und auch noch ein anderes Preisniveau bietet, was oftmals günstiger erscheint. Dann natürlich das Thema Aktivurlaub ist für uns ein ganz großer Punkt. Radtouren, Wandern in den Vogesen, alles, was Aktivurlaub angeht. Bei den Journalisten aus Baden-Württemberg fällt mir immer auf, dass die sehr, sehr gute Ortskenntnisse haben. Also da merkt man auch, dass die nah sind. Sie finden wirklich die ganz kleinen Städte und Ortschaften, die ein Journalist, der aus Hamburg oder Berlin aufs Elsass blickt, eventuell nicht finden würde. Und das sind für uns auch manchmal große Überraschungen, die da zutage kommen, aber tolle Entdeckungen. Entsprechend macht die Region Grand Est natürlich auch viel Werbung in Baden-Württemberg. Also sie sind, oder in ganz Deutschland kann man eigentlich sagen, sie machen an unserer Medientournee mit. Das ist eine Serie von Presseworkshops, die wir jedes Jahr organisieren und jetzt auch Gott sei Dank wieder in Präsenz. Und für Ende März ist für Stuttgart noch ein Workshop geplant. Dann hätte ich auch noch eine Abschlussfrage zu Ihren persönlichen Lieblingsorten, wenn Sie das möchten. Oder geben Sie uns einfach ein paar Insider-Tipps, was man in Grand Est unbedingt machen sollte. Ich muss ja eigentlich neutral bleiben. Also das Nein? Es ist die große Vielfalt, die die Region ausmacht tatsächlich. Ich habe mir ein paar Highlights aufgeschrieben für nächstes Jahr. Das könnte man alles als meine Lieblinge eigentlich nehmen. Die Elsässische Weinstraße zum Beispiel feiert 70-jähriges Jubiläum und auch die Champagnerstraßen in der alten Region Champagne 70 Jahre. Eine Stadt, die ich wirklich sehr, sehr gern mag für den reichen Jugendstilschatz, das ist Nancy. Und da feiern die zentralen Plätze, Place Stanislas, Place de la Carrière und Place d'Alliance, 40 Jahre UNESCO-Auszeichnung. Und überhaupt dieses UNESCO-Label ist ein großartiges Mittel, auch um wirklich tolle Dinge in der ganzen Region Grand Est zu erkennen. In Nancy wird zum Beispiel ein großes Thermalzentrum eröffnet in diesem Jahr. Und in Troyes haben wir die Cité du Vitrail. Da geht alles um das Thema Glaskunst. Also alles sehenswerte Städte, die jede Entdeckung lohnen. Gut, ganz herzlichen Dank, Frau Fritsch. Herr Mayer, Sie als Schwarzwälder oder zumindest als Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, wir haben ja gehört, die Beziehungen zwischen dem Schwarzwald und den Regionen jenseits des Rheins waren immer schon sehr freundschaftlich und es gab und gibt viele gemeinsame Projekte. Wie würden Sie aber zunächst Ihr Verhältnis als Geschäftsführer zur Region Grand Est generell charakterisieren? Bevor ich das mache, darf ich Sie gleich korrigieren. Ich bin nicht Schwarzwälder. Ich weiß. Und deshalb Ausdruck unseres gesamten Teams, dass wir die Internationalität bereits in unserem Team per DNA schon haben. Ich habe französische Mitarbeiterinnen, ich habe spanische Mitarbeiterinnen, ich habe Mitarbeiterinnen aus Mexiko und dann kommt noch ein Italiener dazu und der bin ich in dem Fall. Ich bin im Schwarzwald zweiheimisch seit 5 Jahren. Nur das. Und deshalb das Thema Europa, glaube ich, leben wir tagtäglich. Und ich finde es eine großartige Sache, wie wir bereits, also dass ich bereits Dinge vorgefunden habe, die ich nicht extra entwickeln musste, sondern die gibt es bereits schon, aber es sind auch neue Dinge entstanden. Also ich finde die Zusammenarbeit mit dem Elsass in dem Fall sehr partnerschaftlich, sehr nachbarschaftlich im positivsten Sinne. Wir sind natürlich auf verschiedenen Märkten sind wir Mitbewerber, ganz klar. Aber wir wissen, und der Dr. Rapp hat es ja gesagt, der Gast denkt in Erlebnisräumen. Was kann ich erleben? Und was brauche ich, um mein Erlebnis zu haben? Und da, je weiter der Gast herkommt, desto größer wird sein Erlebnisraum. Natürlich ist er im Sommer größer wie im Winter, aber wir wissen das ja von uns selber. Wenn wir nach Los Angeles fahren, dann bleiben wir nicht in Los Angeles, sondern wir reisen da ein paar 100 Kilometer herum, ist überhaupt kein Problem. Und aus diesem Grunde sind diese Kooperationen, und da gibt es mehrere, Upper Rhine Valley, La Rue Verte, das sind alles Dinge, die einen Mehrwert geben für unsere Gäste, vor allem von den weiter entfernteren Quellmärkten. Ich finde die Zusammenarbeit sehr gut und ein
ziemlich aktuelles Beispiel ist Le Port du Temple, also die Tore der Zeit, wo es die Burgen am Oberrhein links und rechts des Rheines, die vernetzt werden, die bespielt werden, die erlebbar gemacht wurden. Und zwar, das ist, glaube ich, eine Idee von Frédéric Bierry, dem Präsident von der CEA, glaube ich, heißt das, zusammen mit dem Landrat Frank Scherer. Eine Initiative, die sehr wertvoll ist, kulturell, das gemeinschaftliche kulturelle Erbe erlebbar zu machen. Und deshalb finde ich die Zusammenarbeit, natürlich, wie der Dr. Rapp gesagt hat, etwas mehr geht immer. Das ist klar, deshalb sind wir hier. Aber ich glaube, wir müssen es nicht von Null anfangen, sondern es gibt schon viele Kontaktpunkte und die noch mehr mit Leben zu erfüllen, das macht Spaß und vor allem in Zeiten wie diesen. Und das ist heute im Vorgespräch hat auch schon Anklang gefunden. Gerade in Zeiten wie diesen, und man hat es beim ersten Lockdown, Lockdown im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr, hat man sich darüber besonnen. Tourismus ist eigentlich eines der wertvollsten Instrumente der Völkerverständigung. Und glaube ich, das ist hier geboren, hier zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich finde es eine Bereicherung und ich bin auch sehr dankbar dafür. Jetzt haben Sie das Projekt Die Tore der Zeit schon angesprochen, mit in den Burgenländer Rheinebene. Ein anderes Thema ist, das ich gefunden habe, sind sogenannte Escape Rooms. Kennt man ja eigentlich eher aus Industriegebieten oder urbanen Räumen. Wie kommt man Annis Schwarzwaldgeheimnis auf die Spur und führt diese auch ins benachbarte Elsass? Ja, ganz genau. Das ist jetzt ein Projekt, das wirklich jetzt in der letzten Zeit entstanden ist. Und zwar Escape Rooms, wie Sie recht haben, kennt man von urbanen Räumen. Und wir haben das einfach, diesen Trend dazu, dieses Erforschen, dieses Entdecken, diese spielerische Art und Weise, haben wir das eigentlich zusammen mit den Naturparken umgemünzt. Ja, das können wir im Schwarzwald machen, für Kinder. Und da gibt es 20 Annis Schwarzwaldgeheimnisse. 6 davon in der Ortenau werden jetzt speziell für die französischen Nachbarn gemacht. Und in Zukunft wird es ein grenzüberschreitendes Geheimnis geben. Und das ist dann wirklich ein ganz, ganz kleines, aber ganz konkretes Projekt. Ich freue mich darauf und das wird auch extrem gut angenommen. Dürfen Sie uns da schon ein bisschen mehr verraten? Nein. Ganz wichtig natürlich in dem Zusammenhang, ein bisschen ein trockeneres Thema, aber durchaus wichtig, sind Datenbanken. Sie haben das Thema My2Biz auf dem Zettel stehen. Ja. Kann das auch grenzüberschreitend überhaupt genutzt werden? Ja, wenn der Gast schon keine Grenzen mehr im Kopf hat, wenn der Gast schon, wenn er im Urlaub ist, sich grenzüberschreitend bewegt, dann will er immer am besten Echtzeitdaten, aktuelle Daten und ganz egal, wo er sich befindet. Und wir haben eine landesweite Datenbank, die heißt My2Biz. Ich weiß, diese Open Data Strategie ist auch in Frankreich vorhanden. Es gibt dort auch größere Datenbanken und unser Ziel ist es jetzt, hier technische Verknüpfungen herzustellen, also technische Sachen, einfach Schnittstellen herzustellen, damit auf unseren Kanälen, und wir haben ziemlich reichweitenstarke Kanäle, damit auf unseren Kanälen den für den Gast interessanten Beitrag aus dem Elsass auch ausgespielt werden kann. Unser Ziel ist es, dass der Gast immer jene Information in dem Moment bekommt, in dem er sie auch braucht. Und da gibt es viele Möglichkeiten mit Echtzeitdaten. Wir haben jetzt zum Beispiel seit einem halben Jahr eine auf Echtzeitdaten basierende App entwickelt. Da habe ich in Echtzeit immer die öffentlichen Verkehrsmittel, ich weiß genau, in 2 Minuten kommt der Bus, ich brauche keinen Fahrplan schauen und wenn der in Verspätung kommt, dann zeigt es mir das an. Und das über den gesamten öffentlichen ÖPNV im Schwarzwald. Und das sind natürlich smarte Geschichten für den Gast. Und da kann er sich noch freier bewegen, weil ich will mich im Urlaub nicht noch einmal mit dem Fahrplan herumschlagen. Ich will im Urlaub die Zeit genießen und die auch wertvoll genießen. Und Gäste, was wollen die? Die wollen Erlebnisse. Der Jochen Schweizer hat einmal gesagt, wenn man am Ende des Lebens aufzählt, was man besitzt, dann habe ich eine Liste. Wenn ich am Ende des Lebens aufzähle, was ich erlebt habe, dann habe ich eine Geschichte.
und um Geschichten geht es. Und daran arbeiten wir im Tourismus. Auch Abschlussfrage, ich probiere es noch einmal. Herr Mayer, was ist Ihr Lieblingsziel oder Lieblingsort im Elsass? Gut, da brauche ich nicht neutral sein. Wenn Sie mich das jetzt so im Schwarzwald gefragt hätten, dann wäre ich genauso. Dann hätte ich 320 Bürgermeister gegen mich. Also, ich war im letzten Sommer mit Freunden aus meiner Heimat eine Mehrtageswanderung in den Vogesen, Grand Ballon. Ich bin immer fasziniert von den Städten und als bekennender Weintrinker ist natürlich die Weinkultur in Frankreich genauso spannend und vielfältig, wie ich sie auch hier erlebe. Und als bekennender Automobilfan bin ich natürlich schon ein paar Mal in Mulhouse gewesen, um meinen Freunden so tolle Oldtimer zu zeigen im Automobilmuseum. So, ich war nicht neutral. In Mulhouse dann ist es, ne? In Mulhouse, ja. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich hier noch eine Meldung. Herr von Vacano, bitteschön. Ja, ich würde gerne eine Sache ergänzen, und zwar Völkerverständigung, Lebensraum waren gerade so Themen, auch politisch. Ich durfte Mitglied sein der Jury für den CT-Award für Völkerverständigung. Und bei den Projekten, die wir dann beurteilt haben, ging es eigentlich immer darum, wie kann ein Tourismus dazu beitragen, dass echte Freundschaften geschlossen werden. Also dass ich irgendwo bin und ja, Resonanztourismus ist so ein neuer, moderner Begriff. Aber eigentlich geht es darum, ich bereise ein Land und ich erfahre das auch wirklich. Ich gehe nicht nur kurz hin und springe beim Jochen Schweizer von dem Turm, ja, hoffentlich mit einem Seil, sondern ich schaffe echte Freundschaften. Das ist zwischen Deutschland und Frankreich uns gelungen und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe vom Tourismus, dass man nicht nur eine Burg anguckt, sondern die Geschichte kennenlernt, Menschen kennenlernt. Und dann können Freundschaften zwischen Menschen entstehen und unterm Strich ist dann eben auch eine Völkerverständigung da. Und es ist mir was ganz, ganz Wichtiges und ich glaube, das erfährt man hier auf der CMT. Hier kann man auch ganz, ganz viele Menschen kennenlernen und Freundschaften schließen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an die Runde der Referentinnen und der Referenten. Ich eröffne jetzt die zweite Runde und zwar die Fragerunde. Gibt es Fragen? Es geht an Frau Fritsch. Ich hätte gerne zwei Fragen. Sie haben Aktivtourismus erwähnt. Welche Rolle spielt ein Kulturtourismus im engeren Sinne? Und der zweite Punkt ist, also Elsass und Champagner braucht man eigentlich nicht touristisch bewerben, nach meiner Meinung, weil die sind so bekannt. Also wie ist es mit den Ardennen? Ist das so eine Art quasi noch Nachholgebiet wie Lothringen aus Ihrer Sicht? Die Ardennen sind ein großes Paradies für alle Leute, die sich in der Natur bewegen wollen. Also für Wanderer, für Radtouristen. Das ist nicht der bekannte Name, aber die Erlebnisse, die man vor Ort haben kann, die ziehen doch schon die Leute sehr an. Das auf jeden Fall. Und Kulturtourismus, klar, das ist für Frankreich, für das ganze Land eigentlich immer ein sehr, sehr großes Thema. Städtetourismus, es gibt überall spannende Museen zu entdecken und das ist ganzjährig ein großes Thema, während die Aktivprogramme ja doch eher Frühjahr bis Herbst stattfinden können. Gibt es weitere Fragen? Sie hatten vorher die Übernachtungszahlen angesprochen, haben Sie gesagt 2019, das glaube ich 1 Million, haben Sie gesagt, habe ich das richtig im Kopf? Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel auf der Schwarzwald, auf der deutschen Seite an Übernachtungen zum gleichen Zeitraum gelaufen sind. Gibt es da eine Zahl, auf die Sie zurückgreifen können? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Zahl in der Retrospektive der letzten 100 Jahre detailliert nicht auswendig, aber Zahlen gibt es. Ich wollte nur eins oder zwei. Es gibt natürlich, ich warne immer davor, sich nur auf die reinen Übernachtungszahlen zu beschränken, weil das sagt ja nur einen Teil aus. Jeder Unternehmer, der sagt nicht, wie viel Auto er produziert hat, sondern wie viel Auto zu welchem Preis er verkauft hat. Und das ist, dort müssen wir eigentlich hinkommen. Aber auf Ihre Frage auch eine Antwort zu geben. Wir hatten 2019 das beste Jahr ever mit 55 Millionen, circa 55 Millionen insgesamt Übernachtungen. Und 2022 und Holla die Waldfee sind wir fast schon wieder auf dieser
Zahl, was ich jetzt nicht so groß breitreten möchte, weil mir andere Dinge sind mittlerweile wichtiger geworden. Wir müssen nicht immer mehr und immer schneller und immer stärker, sondern wir müssen Wertschöpfung generieren. Denn erst wenn die Betriebe eine Marge erzielen können, nicht eine Menge, eine Marge, dann können sie investieren. Und darum geht es uns. Das heißt für uns Qualitätstourismus, das heißt für uns längere Aufenthaltsdauern. Also das werden zukünftig Kennzahlen, die werden wir bei Bilanzpressekonferenzen auch erwähnen werden müssen. Wie viele Betriebe sind umgestiegen auf regenerative Energiequellen? Wie viele zertifizierte Regionen, Orte und so weiter haben wir oder Betriebe? Da gibt es eine Menge anderer Kennzahlen, die mir auch wichtig sind und eben nicht nur die Übernachtungen, aber wir sind wieder absolut und jeder vergisst das, 2022 waren ja die ersten beiden Monate, glaube ich, war ja noch eine Art Reisebeschränkung da. Das heißt, in den 10 Monaten haben wir eigentlich fast wieder das Niveau erreicht, das hätten wir uns nie getraut zu sagen und vor allem, und da glaube ich, ist die Marke Schwarzwald so global stark, dass vor allem ausländische Märkte wieder massiv, also die Nachfrage ist größer fast wie das Angebot. Also, und das ist sehr schön. Ich bin da ganz bei Ihnen, was die Übernachtungszahlen anbelangt. Mir ging es nur darum, die 1 Million, die Sie genannt hatten, das sind ja nicht ausschließlich deutsche Touristen, ne? Sondern das ist ja eine allgemeine Übernachtungszahl. Frau Blitsch, hatte ich das? Das waren tatsächlich die deutschen Touristen. Das waren die deutschen Touristen, genau. 1.634.000. Genau. Und ich wollte einfach so ein bisschen die Relation sehen, also wie viele französische Touristen jetzt in Deutschland Urlaub machen, weil die Popularität dieser Region, sagen wir mal jetzt eine andere ist jetzt sicherlich Südfrankreich ist oder wie auch immer. Ne? Und das war der Grund meiner Frage. Ne? Ja, dann darf das Ministerium eingreifen. Die Zahlen gelten zwar für ganz Baden-Württemberg, aber Sie können davon ausgehen, dass ungefähr 80% auf den Bereich, Einzugsbereich von der Schwarzwald Tourismus gehen. Es sind bei uns knapp annähernd 1 Million auch. Also es sind ähnliche Zahlenverhältnisse, wobei ich bin bei Hans-Jörg Meyer, wenn er sagt, das eine sind die Übernachtungszahlen. Wir haben ja den Tourismus, wenn Sie so wollen, in 2 Segmente gegliedert, was das betrifft. Wir haben die Tagestouristen und wir haben die Übernachtungstouristen. Bei den Tagestouristen, als jemand, der grenznah wohnt, kann ich Ihnen sagen, das ist unzählbar, das können Sie gar nicht mehr rausholen. Geht Sie mal am Samstagmorgen durch Freiburg, Sie hören mehr Französisch als Deutsch. Es ist mittlerweile eine völlige Normalität, es ist nicht nur ein Erlebnisraum, es ist ein Lebensraum geworden. Es ist überhaupt keine Frage, was am Samstagmorgen mal was Besonderes oder was anderes macht, oder es gibt bestimmte Einkaufsmöglichkeiten, die gibt es in Frankreich wesentlich besser als bei uns. Da finden Sie halb Südbaden und halb Mittelbaden und halb Nordbaden, finden Sie im Elsass und umgekehrt wieder mit anderen Dingen auch. Und man geht mal dort oder mal hier zum Essen, man macht mal dieses oder jenes mit Kindern. Es ist ein Lebensraum geworden und vielleicht merken Sie das, da ist schon ein gewisses Feuer dahinter, weil wir oftmals auch so die Sperren eher im Mentalen haben, als in dem, was wir eigentlich umsetzen können. Und deswegen war es uns eigentlich auch wichtig, da ein Stück weit voranzukommen. Gibt es weitere Fragen? Auch nochmal zu den Übernachtungszahlen. Frau Fritsch, glaube ich, ist da Ansprechpartnerin. Vergangenes Jahr war ich 2-mal in den VGs, einmal im Norden und einmal im Süden. Einmal mit der Großfamilie, 14 Leute waren wir, 2 Hunde und privat untergebracht. Wir brauchten ein großes Haus und es werden solche Zahlen auch erfasst, also Übernachtungszahlen, wenn das privat ist. Das sind ja dann Übernachtungen im Gästezimmer oder im Ferienhaus. Das müsste eigentlich auch in die Statistik einfließen. Airbnb. Okay. Ja. Also ich denke, Airbnb wird doch auch ziemlich gefragt. Also bei beiden Besuchen oder Urlauben waren wir über Airbnb. Diese Zahlen fließen nicht ein.
Nein? Ja, also vielleicht mal kurz Blick nach Baden-Württemberg oder nach Deutschland. Wir haben zumindest Baden-Württemberg erst ab einer Zimmergröße 10 aufwärts die statistische Erfassung. Ähnlich verhält es sich bei den französischen Nachbarn. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Airbnb ja irgendwo, was das angeht, eine gewisse Grauzone ist, weil sie ja auch bestimmte Meldepflichten und sonstigen Auflagen nicht unterliegen. Insofern ist es für uns schwierig, da Zahlen zu generieren. Wenn überhaupt, dann haben wir Schätzungen oder näherungsweise Daten, aber nichts, was vergleichbar wäre mit dem, was wir erheben über die amtlichen Statistiken. Und bei den Kollegen im Elsass ist es nicht. Also im Prinzip werden die Zahlen noch höher dadurch. Ja. Also ich habe noch mal eine Frage zur durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von den Gästen. Das ist ja auch eine wesentliche Kennzahl bei Ihnen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie durch solche Projekte sich davon eine Steigerung erhoffen, oder hängt das nicht viel eher am Budget des einzelnen Urlaubers, was einfach sagt, ich kann halt nur 3 Tage finanzieren? An mich gerichtet? Egal. Also ja, kann ich gerne antworten. Es ist das Bestreben immer der Tourismusverantwortlichen, eine Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Wir sind jetzt, während der Corona-Pandemie hat sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, also durchschnittlich im Schwarzwald, erhöht. Das ist natürlich abhängig von Orten, die haben viel, viel höhere und Städte geringere. Aber klar versucht man, ein tolles Erlebnisprogramm dem Gast zu bieten, damit er auch ein paar Tage länger bleibt. Für uns, Sie sprechen jetzt ein Thema an, also die Preissensibilität. Deshalb habe ich vorhin ja auch die Wertschöpfung angesprochen, weil unsere Fokuszielgruppen sind in jenen Bereichen, wo, zumindest gehen wir davon aus, wo nicht am Urlaub, sondern höchstens im Urlaub gespart wird. Also, das sind die Zielgruppen, die wir im Fokus haben, bei den Sinus-Milieus, oben links bis oben rechts. Im mittleren und unteren Bereich, das sind zwar auch Gäste im Schwarzwald, aber die bewerben wir nicht aktiv. Aber es ist eigentlich eines jeden Touristiker der Wunsch, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Wir werden in diesem Jahr mit dem Thema Zeit über mehrere Kanäle versuchen, hier ein Bewusstsein wieder zu schaffen, dass ich eigentlich für mich als Gast, und ich sage immer nicht Tourist und auch nicht Gast, sondern am liebsten als Mitbewohner auf Zeit, einen längeren Zeitraum auch zu verbringen, weil das ist für meinen Körper, für alles macht das viel mehr Sinn, als wie Hopping machen, 3 Tage da und dann wieder weiter und wieder ein Kurzwochenende und so weiter. Deshalb ist unser Bestreben von allen, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Können Sie noch kurz sagen, in der Corona-Pandemie um wie viel durchschnittlich von 2,6 auf knapp 3 Tagen. War es in der Corona-Pandemie, durch 2022 ist wieder zurückgegangen. Auf 2,8. Aber das sind Durchschnittszahlen über den gesamten Schwarzwald. Sind hier halt der Durchschnitt relativ wenig aussagekräftig. Ich hätte noch eine Frage, und zwar wurde erwähnt, die Burgen beidseits des Rheins, also quasi grenzüberschreitendes Tourismusprojekt. Gibt es da mehrere davon oder sind die in Planung, gerade auch für internationale Touristen? Nein, da gibt es mehrere davon. Das Projekt ist ja am Laufen, also zumindest viele im Ortenaukreis und auf Elsässer Seite. Ich weiß jetzt noch nicht, ob im Landkreis Emmendingen die Hochburg dabei ist. Ich weiß, die haben schon eine Kooperation mit der Vereinigung Schlösser und Gärten von Baden-Württemberg. Also das ist ein Projekt, das wirklich schon erlebbar ist. Und da glaube ich, in diesem Projekt war auch ich weiß den Namen leider nicht mehr, also der Grafiker vom Herr der Ringe, der hat hier einen wesentlichen Beitrag geleistet, um diese Burgen erlebbar zu machen, das Geschichten erzählen sozusagen. Ich weiß den Namen nicht. Der Herr Kraftschek von Schlösser und Gärten Baden-Württemberg war auch gerade da beim Netzwerktreffen, hat es nochmal betont, dass das Thema deutsch-französische Kooperation ein Schwerpunkt wird und auch weiter sein soll. Also da wird noch viel kommen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir hatten ja letztes Jahr die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein. Da wurde auch mit den Kollegen im Elsass
kleiner Part auch auf der elsässischen Seite gemacht. Würde man sagen, ungefähr knapp die Hälfte der Besucherinnen und Besucher sind aus dem Elsass gekommen. Es wurde beiderseits gespielt und auch beworben. Das ist eben das, wo wir versuchen können, wo man auch versucht, an unterschiedlichsten Stellen dieses Miteinander viel stärker zu pflegen, aber auch das Angebot für die Gäste zu verbessern. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, und das wird in der Region wahrgenommen, alles, was für Feriengäste im Tourismus gemacht wird, ob es jetzt Infrastruktur ist, ob es neue Buslinien sind, ob es Ausbau von Museen oder von sonstigen Einrichtungen ist, bis hin zu dem Angebot Kulinarik, Beherbergung, Übernachtung, übrigens, was wir auch nicht zählen können, sind die Caravan-Reisenden. Auch da haben wir Probleme mit der statistischen Erfassung. Aber all diese Dinge, die gemacht werden im Tourismus, die werden ja genau in gleicher Form auch von den Einheimischen frequentiert. Und das ist natürlich ein Mehrwert, auch was den Freizeitwert in den Regionen angeht. Und je mehr und je schneller es zusammenwächst und Neues entstehen kann, und Hans-Jörg Meyer auch schon das eine oder andere genannt, auch mit Blick auf Innovation, Digitalisierung, erlebbar machen von Geschichte, desto besser ist es natürlich. Es war hier noch eine Frage, bitteschön. Ich nehme mal das Stichwort auf von Herr Andreas Leise, übrigens, Entschuldigung, Cross-Media-Redaktion. Sie sagten, Wohnmobiltourismus lässt sich nicht genau erfassen. Hier sind viele Leute, die Wohnmobile kaufen wollen, um sich ihren Traum von Freiheit und Abenteuer zu erfüllen. Campingplätze gab es in Frankreich schon immer. Jetzt möchte ich ganz bewusst mal nachfragen und Schwarzwald ausschließen und das Elsass auch, weil dort ist die Stellplatzkultur mittlerweile sehr weit gediehen. Also es sind nicht nur Campingplätze, sondern sehr viele Stellplätze, wo die Leute 2-3 Nächte bleiben, aber einfach zum Essen gehen, was weiß ich. Wie sieht es in Lothringen aus und in der Champagne? Gibt es ein ähnlich dichtes Angebot oder muss man das noch aufbauen? Wie gesagt, das Elsass nehme ich raus, weil auch dort ist diese Stellplatzsituation eine sehr positive. Gibt es da Unterschiede oder weil, ja? Also ehrlich gesagt, wenn es um die konkreten Zahlen der Stellplätze geht, da bin ich ein bisschen überfragt, aber es gibt eigentlich in ganz Frankreich ein gutes Netz an Stellplätzen. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf Bauernhöfen zu stehen oder bei Winzern direkt den Wagen abzustellen und dann von dort aus die Region zu entdecken. Das ist tatsächlich auch für uns ein großes Thema und ist auch durch die Corona-Krise wirklich wichtiger geworden. Einfach die Möglichkeit, sich unabhängig zu machen, Hotels mit größeren Menschenmengen zu vermeiden. Deswegen ist das durchaus ein wichtiges Thema geworden. Herr Weißer, wenn Sie uns ein Visitenkärtchen dalassen, kriegen Sie sicher auch die belastbaren Zahlen von Atout France. Ja, wunderbar. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Baustein, mit der Zertifizierung nachhaltiger Projekte von Tuxert. Bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihr großes Interesse. Mein Dank geht auch an die Referentenrunde. Vielen herzlichen Dank. Und damit schließe ich die Pressekonferenz und bitte Sie gerne dann später 16 Uhr weiter zu uns zu kommen ins ICS, Raum 6.1 und natürlich heute Abend auch gerne zur Verleihung des Awards, des neuen Awards des Touristik im Zuge der Völkerverständigung. Herzlichen Dank.